Willkommen zu einem weiteren Part Triangle Strategie, dem ersten. Beim letzten Mal haben wir das Spiel gespielt und heute werden wir das Spiel weiterspielen. Los geht's! Oh, los geht's! Moment, das ist inzwischen. Wie ist es ein Zwischenspeicherstand? Ach, das. Ich meine, los geht's! And so it was that the once proud kingdom of Glenbrook did fall. Aesfrost seized control of the Crown City, threatening to bring the surrounding domains under its iron yoke. Now the Archduke's army marches upon House Wolfort's stronghold, where Prince Roland is being sheltered by his loyal friends and allies. Kapitel 6, Akt 1. Ne, Kapitel 7. Oder? Tue ich die Zahlen falsch lesen? Ich glaube nicht, oder? Ja, Kapitel 7. Okay. Ich bin nicht komplett dumm. Gut. Und ich sehe, wir bekommen schon wieder einen neuen Charakter. Die Sonne steht, gut auflegende Wirtin im Feldlager macht ein betrübtes... Kriegen wir jetzt alle Charaktere einfach aus dem Feldlager? Jetzt kriegen wir die Wirtin noch dabei. Nice. What is the realm coming to? Joviale Wirtin. Hail, fair maid. Well, if it isn't Eridor. Have a seat. You've ample choice. Who are you and what have you done with the barkeep? The one I know ain't prone to melancholy. She is when word of a fellow barkeep's misfortunes reaches her. It's all in this letter. People are taken to plunder and to survive this war, and my friend's tavern was destroyed beyond repair. Here's hoping your fine establishment escapes unscathed. I can't bear to think of what I'd do without this place. My heart goes out to you. As if times weren't hard enough with customers. I can't think straight for worrying so much. Well, you're a soldier, aren't you? Can't you just go out there and crush your enemies so we can be done with all this? Wäre schön, wenn es so If einfach... only Ja. it were so easy. What I wouldn't give to wield a flagon every day instead of a blade. Wollte ich auch gerade sagen, wenn es so einfach wäre, das wäre Never schön. took you for the type to make excuses, Eridor. Eridor is doing everything he can. The realm suffers because of my failings. Forgive me, Lord Wolfort. It was hardly my intention to blame you. What with things being as they are, I haven't been myself these days. But enough of this. All the moping in the world won't change a thing. It's time for action. Und deswegen will ich an deiner Seite kämpfen und Gegner töten. My lord, as you can see, I'll have no choice but to shutter my tavern if the war doesn't end. So let me join you. I think you'll find that pouring ale isn't the only trick I have up my sleeve. Ah, but where are my manners? Hasabara's the name, my lord. At your service. Hossabaya Freya, die Wirtin der Taverne in Wolfortschem Feldlager. Stets bemüht, ihre Gäste deren weltlichen Sorgen vergessen zu lassen, erfreute sich großer Beliebtheit. Ich finde es super interessant. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Die arbeitet in unserem Feldlager einfach schon ewig, aber scheinbar hat die sich uns noch nie vorgestellt. A barkeep I may be, Wir wissen nicht, wer das ist. Einfach irgendeine Person, die bei uns arbeitet. I can vouch for that, my lord. Hasabara is good to have around in a pinch. Then I see no reason to refuse. You are most welcome among us. Ha! Heartening to see you're the decisive type. I won't let you down. Ich muss mich gerade zurückhalten. Ich muss mich gerade sehr zurückhalten. Then I see no reason to refuse. You are most welcome among us. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, warum ich mich gerade zurückhalte. And you've made a good decision as well. Couldn't have picked a better lord to serve, I tell you. Aye. I gathered that the way you're always singing his praises.
Hossebara hat sich mir angeschlossen. Sehr schön. Rettet auf ihrem Pferd. Okay. Flink ihre Gefährten aus jeder Notlage. Heilt Gefährten in der Umgebung. Heilt bei einem Folgeangriff Lebenspunkt des Angriffspartners. Das hört sich cool an. Einen richtigen Heiler bekommen. Auf dem Pferd, also Heiler mit hoher Mobility. Level 9 einfach schon. So 6 Kantenstab. Einfach physischer Schaden. Erhöht den erlittenen Schaden durch Speere. Regeneriert Lebenspunkt bei allen Gefährten im Wirkungsbereich. Okay. Erteilt dem Gegner erteilt den Gegnern auf 3 nebeneinander liegenden Feldern physischen Schaden. Gewährt 1 FP, wenn eine Bewegung über 5 oder mehr Felder ausgeführt wurde. Und noch 2 andere Sachen. Steht jetzt nichts bei von diesem, sie heilt, wenn sie Combo-Angriff macht. Ist das jetzt einfach etwas Passives, was sie immer hat, oder muss ich das erst noch freischalten? Könnte ja sein, dass ich das zum Beispiel erst ab Level 20 bekomme. Mit Not macht dick dich. Ich finde cool auf jeden Fall, dass die Karte jetzt hier, das Gebiet rot gefärbt wurde, weil das jetzt im Bereich von denen hier ist. Cool, dass die Farbe hier von das Königreich Glenbrook ist grün, hier heißt dann ist blau und Aasfrost ist rot, dass das nicht nur, dass das jetzt nicht nur einfach so für einmalig so diese Farben gemacht wurden zum Unterschied, sondern dass es auch wirklich so sich aktiv ändert. Und dass König Glenbrook jetzt auch das Aasfroster Logo hat. Finde ich gut. Irgendwie, keine Ahnung, es ist simpel, aber ich mag es. Freut mich sehr, dass es so ist. Wäre aber auch irgendwie ein bisschen faul gewesen, es nicht zu machen. Your most honorable siblings, Lord Thalas and Lady Erica, have arrived, my lord. Okay. Der korrupte Typ ist noch am Leben. Macht Sinn, dass der korrupte Typ jetzt vielleicht mit ihm zusammenarbeitet. Aber interessant, dass der König ist scheinbar weg. Entweder schon getötet oder einfach halt nur im Gefängnis oder sowas. Ich vermute getötet. Aber die Schwester von Roland ist noch am Leben. Interessant. Thank you for the escort. You may go now. If there is anything else that you require, anything at all, you need but say the word. In that case, I would have a bottle of the realm's finest wine and a serving of fresh fruit delivered to my quarters. Oh, ich will das Beste haben, weil ich bin das Beste auf der Welt. But of course, milady, I shall have the servants fetch it at once. Interessant, dass Ever eager to please, aber isn't wirklich he? die Schwester von Roland am Leben gelassen wurde. I believe the word you're Also die looking for Prinzessin. is sycophant. Ja, Speichellecker. Congratulations on bringing Glenbrook to its knees, brother. It's a thing of beauty, what you've accomplished. Ich komme echt nicht darauf klar, dass die beiden, dass er hier der Bruder von denen ist. Weil es wirkt halt so viel eher so, als wäre das der Vater von den beiden. I trust you're already seeing to that fuss outside the castle walls? Of course. The other domains are putting up little in the way of resistance. Lord Telior trembles in his seat within the stronghold, and Lord Fawkes was oblivious to what was happening until it was far too late. How easily the 3 high houses of Glenbrook break under your iron boot, brother. Wolford is the last to hold out, but Avlora will deal with them. Prince Roland will be in our hands before long. Avlora selbst kommt direkt zu uns, okay. So, Cordelia, warum lebst du noch? Speaking of royalty, brother, I would have thought Cordelia would be dead or rotting in jail. Yet here she sits on the throne. She looks less a vanquished princess and more a queen. Jetzt kommt, er will sie heiraten. That is precisely what I would have her be. Whatever do you mean?
Once things have calmed, I shall assume guardianship over her and have her crowned. A few days hence, Regna will be executed. I've already informed Patriat as much. So All the right. wise and benevolent King Regna meets his end at last. Father. Okay. Interesting. Ja. Sie bleibt am Leben. Explain. Excuse me. Can you tell me what's happening? Oh, jetzt sehen wir die Exekution vom König. Subjects of Glenbrook, I am Gustadolf, Archduke and High Commander of the Grand Duchy of Esfrost. Hear my words. The sins King Regna has committed against us, and against you, his own people, are grievous indeed. What has he done to us? 3 decades have passed since the end of the war. In the years since, we have all done what we can to rebuild our nations. The opening of the Grand Norzelian mines was to be the dawn of a new age. An age where our 3 nations would work together for the peace and prosperity of all. Doch er hat uns hinterhältig angegriffen und meinen... Was? Nicht Wartens Bruder, ich glaube mein... Was war nochmal hier der... Jetzt komme ich nicht mal mehr auf seinen Namen, der Arme. In der Mine. Dragan. Und er hat den Dragan hinterhältig ermordet. But Das King kommt jetzt. Regna spat in the face of that glorious dream. As our engineers worked tirelessly to put success within reach, your King Regna schemed in the shadows to seize control of the mine for his own profit. And when Dragan Esfrost, my dear cousin, and the man tasked with overseeing the mine's operations, became aware of this plot, King Regna had him assassinated. In doing so, he betrayed not only my own nation and the holy state of Hyzant, but you as well. The very people who were to share in the wealth the mine would bring. So, warum sagt er nichts? And so we were left with no choice but to march on Whiteholm Castle and put an end to Regna's treachery by force. Sagt jetzt Ragnar noch irgendwas dagegen, oder... Weil die haben ja wahrscheinlich auch noch was offscreen irgendwie geredet, was wir jetzt als Spieler noch nicht wissen sollen. Sagt er deswegen Our nichts. actions were born of a righteous duty to avenge Dragan's murder and this odious betrayal of this historic accord. What say you, King Regna? Do you deny these charges against you? I do not. Ja, okay, er hat definitiv, haben die beiden irgendwas offscreen besprochen, oder irgendwas in die Richtung. But I beg of you, spare my children. Subjects of Glenbrook, your traitor king admits his guilt before you. The punishment for these crimes is death. Off with his head! Roland, Cordelia, the future of our kingdom is in your hands now. Rest in pieces. Schade, ich hätte gehofft, er tut jetzt auch noch direkt Cordelia hier als Königin erklären Just oder so. days after the fall of the Crown City, King Regna of Glenbrook is beheaded before his subjects. The death of this kind and benevolent monarch plunges the realm into confusion and chaos. With the king perishes an all too short-lived era of peace. And in its place, one of bloodshed and turmoil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Side Stories. Holy shit. Okay.
Wir schauen uns Side Stories an und dann werde ich, wie ich im letzten Part schon mal angemerkt habe, wahrscheinlich jetzt zwischen den Parts halt wirklich mal gucken, dass ich so die bisherigen Charaktere im Feldlager auflevel, dass sie so gleich aufkommen. Konnte ich ja jetzt zwischen dem letzten Part und diesem nicht machen, weil Start von neuem Kapitel und so. So. Der Verräter-Typ. Whatever is House Telior to do. Oder beziehungsweise der Angsthase. Der wird jetzt bestimmt komplett With einfach King Regna sagen. gone, we must find a way to preserve ourselves. Ja, der verrät uns. 100 Pro. Landroy, that proud fool, will no doubt fight to the bitter end. But House Fawkes alone is no match for the Grand Duchy. Yet if House Wolford were to fight at their side... They say Prince Roland is in Wolford's charge. If this is true, there's a good chance they will join the fray. Or will they? The Wolfords may choose to ransom the prince to Esfrost in return for amnesty for their own domain. If it comes to that, Esfrost will either kill the prince and princess, or use them as their pawns. And bending the knee to Esfrost may be our only hope if we are to live to see tomorrow. Ja, war klar, dass er uns verrät. War klar. War nochmal nett gewesen, dass er so ein bisschen Dialog hatte. Ich hatte die minimale Hoffnung, vielleicht verrät er uns doch nicht, aber ja. Und der Minister hat sich unter dem Vorwand eines Kontrollgangs in die Hauptstadt begeben. Jetzt schauen wir mal an, wie seine Hauptstadt momentan ist. It would seem things have calmed outside the castle walls. What is to become of us now? Word has it the King's Guard's been slaughtered to the last man. We must flee while we have our lives. If they meant to kill ordinary folk like us, wouldn't they have done so already? Even as frosty dogs have some honor then. Who'd have thought? Anyway, there's no point fighting. What'll be, will be. Tja. Our people seem less resentful of Esfrost than I would have expected. No doubt due to the Archduke's decision to focus their attack on the castle and leave the town itself unscathed. So the common folk won't be a problem. That just leaves the matter of the royal family. His Grace and the Crown Prince have been dealt with, and Princess Cordelia has been brought to heel. Prince Roland is the only one unaccounted for, but the men I arranged for hunt him down as we speak. Söldner, die er auf ihn angesetzt hat, okay. Word has it there's also a sizable bounty on his head. No, he'll not last long. I Alright. knew Gustadolf to be a shrewd man, but his attention to detail is nothing short of astonishing. I have seen all I would. Let us return. Das war ja ein guter Rundgang gewesen. Okay. Aber interesting. Das Volk ist noch in Ordnung damit. Weil, halbwegs in Ordnung und machen nichts, weil die halt auch das Volk nicht wirklich angegriffen haben. So, jetzt können wir mal schauen. Wie steht er zu der Lage? Your Majesty, House Fawkes has failed you. I have failed you. High House, damn it all! When you needed us most, we were not there to answer the call. How did we not see what they were plotting? How did we not know to go to your aid? But no, cursing our fate will not bring you back to us. We must focus our efforts on the one who might yet save Glenbrook from downfall. We must protect Prince Roland with our... Ja, klar, dass er Roland beschützen will. Und was habe ich gedrückt?
Ich habe ZR gedrückt. Ich hoffe, das habt jetzt nicht die Szene geskippt oder so. Wir schauen uns noch die letzte Sequenz an hier im Heißland, was die jetzt davon halten, was passiert ist. Okay, ist das nur automatisch. Okay. Gut. Sehr gut. Booker. Ratgeber. Mhm. What is it this time, Booker? Ja, und der Typ? We've just received word that Frost has launched a surprise invasion of Glenbrook. Whiteholm burns as we speak. What's this? The Crown City has fallen. King Regna was beheaded, and it is said Crown Prince Franny also perished in the fray. Prince Roland has fled to the domain of House Wolfort, with the Grand Duchy's army in close pursuit. Goddess forbid. What could the Archduke be plotting? And what do the others think of the matter? At any rate, I must speak with the Hierophant at once. Minister, if I may assuage you, I propose that perhaps this situation may yet play to House End's benefit. Our benefit, you say? Indeed. Indeed, you may have the right of it. My dear Booker, whatever would House End do without you? Send a bird to the palace. Tell them that the Holy One's faithful servant Sorsley would humbly beg an audience. At once, Master. Oh, er ist nicht auf unserer Seite. Schade. So. Ja, im nächsten Mal. Ja, kommen wir zurück an und gucken, was wir dann machen. Und das sollte der Punkt sein aus der Demo, wo wir entscheiden müssen mit Hilfe der Waage, ob Roland sich opfert, beziehungsweise sich halt ergibt und ausgeliefert wird, oder wir ihm das ausreden. Und auf der einen Seite bin ich mir ziemlich sicher, ich will nicht, dass er sich ausliefern lässt. Weil... Nee, warum? Ich will nicht, dass er sich ausliefern lässt. Aber irgendwo ist da auch zumindest ein Teil von mir, der will, dass ich ihn ausliefere. Weil... Ich meine, wenn wir ihn nicht ausliefern, wird das Fürstentum Falk hier auf unserer Seite sein. Die haben wir gerade vor allem auch nochmal gehört. Die wollen Roland beschützen. Dann tun die sich mit uns zusammen und wir kämpfen gegen Arsfrost. Die hier oben, Talior, wird sich definitiv mit Arsfrost zusammentun. Heißt, wären diese beiden hier, Wolford und Falke, gegen die. Aber interessanterweise ist Heißsand, zumindest der Typ hier oben, auch auf der Seite von Arsfrost. Sprich, ich vermute, auf der Seite würden wir mit den beiden halt so gegen das Königreich kämpfen und dann würden uns die in den Rücken fallen und irgendwas in die Richtung. Whatever. Wenn wir jetzt Roland aber opfern sollten, wenn wir eventuell tatsächlich mit Arsfrost vielleicht sogar zusammenarbeiten. Und halt dann zum Beispiel gegen Falke und wahrscheinlich hauptsächlich gegen Heißsand vorgehen. Die wir dann einfach nur zusammen besiegen müssen. Hoffe ich, weil... Ich meine, es war ja so hier... Bei Kapitel 3 war ja die erste Abzweigung, aber die lief ja scheinbar, dass beides wieder wahrscheinlich auf Kapitel 4 zurückkommt. Dass der einzige Unterschied halt ist, welchen Charakter man bekommt. Ich hoffe, dass diese Route halt wirklich so der Anfang ist, dass es sich halt mehr absplittet und es nicht jedes Mal so ist, dass die Entscheidung nur minimal den Charakter verändert, den man bekommt. Ja, deswegen mal schauen, was kommt. Mal schauen nochmal, was die ganzen Argumente sind. Aber schon interessant. Ich will eigentlich Roland beschützen, aber ihn nicht zu beschützen wäre halt auch super interesting für die Story. Naja. Wir werden es sehen. Dann... Ich werde bis zum nächsten Mal hier Julio, Nave und Jens ein bisschen hochleveln. Das, ich schätze mal, bis mindestens Level 9, eventuell Level 10. Und
ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.